Willkommen bei einer neuen Folge von Oddcast Podcast. Heute ein Gast aus Deutschland. Wir haben uns jetzt mal auf die Fresse gegeben, 5 Stunden lang. Zusammengeschlagen 3 Backpfeifen. Backpfeifen. Patsch, patsch, patsch. Jetzt geht's los! Willkommen in Österreich, mein Lieber. Es ist mir eine Ehre, hier sein zu dürfen. Also, Ja. vielen Dank nochmal für die Einladung. Mir erst Wirklich. recht. Hat auch richtig viel Spaß gemacht. Ja. Erstmal direkt gesehen, erstmal im Parkhaus klopfen gegangen. Ja, nein, sehr Also, geil. so stelle ich mir vor, wenn Kerle aufeinandertreffen. So ist das erste Date. Ja, Name Juri, Mentalcoach, Bärnackelkämpfer, verrückt von Haus aus. Ja, was will man mehr? Einbrecher sondergleichen heute im Oddcast Podcast 2.0 Studio. Ja, wir haben einiges zum Besprechen. Nachdem du mir ein paar Mal auf die Fresse gegeben hast, ich jetzt ein bisschen Dito. verschwommen sehe. Ja, auf 10? Ja, direkt rein. Sehr schön. Jawohl. Ja? Ich hoffe, du kriegst ein blaues Auge. Ja, ich habe da schon ein Pfeilchen. Ich glaube, das ist im Werden. Ich schicke Ja. schick dir morgen mein Update. Ne? Mach das, mach Wie ich das. nach unserer ersten Nacht passt nicht ganz so, aber nach unserem ersten Tag erste- aussehe. So weit sind wir noch nicht. Das kommt noch. Ja. So, wir haben heute schon geredet. Ich will direkt reingehen in deinen Mentalcoach, bevor wir zum Bärnackel gehen, nämlich. Und beim Kaffee trinken hast schon mal angesprochen, um was es geht. Und ich habe dich dann auch mal so ein bisschen gefragt, das und dies. Und dann kam so ein geiler Satz. Werd Mann, du Hund! Werd Mann, du Hund. Wir leben in einer Zeit, wo es ein bisschen schwierig ist, sich als Mann zu etablieren, hätte ich gesagt. Ne? Leider. Ja? Der Begriff Mann wurde generell verwässert. Ja, also wenn man alleine so die Entwicklung anschaut, als Feminismus kam, also erste Welle in den 80ern, da bin ich halt ein Fan von, dass man sagt, okay, ja, Frauen sollen gleichberechtigt sein. So, das war das erste Bestreben des Feminismus, Gleichheit, also Gleichberechtigung. Die zweite Welle, die ab 2000er kam, die wollten dann irgendwie wieder Mann sein und jetzt ab 2020 wollen sie besser als der Mann sein. Und dadurch wurde der Begriff Mann komplett verwaschen, weil sich auch aufgrund dieser Entwicklung die Männer sich einfach auch zurückgelehnt haben. Ja. Die Frauen wurden stärker im Feminismus und die Männer dachten sich, okay, ja cool, Frauen werden stärker, also Persönlichkeitsentwicklung, an sich arbeiten, brauche ich nicht mehr, kann ich jetzt mal so ein bisschen meine Waffen beiseite legen. Aber die Frauen wurden halt stärker und dementsprechend nehmen sie den Mann auch nicht mehr so ernst und dadurch, dass der Mann von Haus aus immer sehr stark im Ego drin ist, tut er sich schwer einzugestehen, dass er vielleicht doch nicht so der Mann ist, doch nicht so der Brecher ist, wie er glaubt zu sein. Du hast gestern ein Video gepostet auf Instagram, wo es eben genau in diese Richtung geht, dass Männer von heute oder einige Männer sich eine Frau suchen, aber nicht als Frau, sondern eher so als Mutterersatz. Ne? Auf jeden Fall. Ist das auch ein Thema, was den Feminismus betrifft, weil Frauen immer dominanter werden vielleicht? Nicht zwangsläufig. Also man muss jetzt auch, also da spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass man da jetzt gar nicht so pauschal sagen kann, dass es genau der Faktor ist. Weil wenn man jetzt beispielsweise anschaut, die gesellschaftliche Entwicklung jetzt, okay, wir haben Feminismus. Dann haben wir die Verunreinigung der Trinkwasseranlagen. So, da ist die Antibabypille der Frau drin. Dadurch ist der Testosteronhaushalt vom Mann massiv geschädigt. Das wird ja gar nicht ernst genommen.
merklich in der Gesellschaft. Also die einzige Lösung der Medizin von heute ist es, du machst einen Testosteron-Test, glaubst, also Bluttest auf Testosteron, du glaubst, wenig Testosteron zu haben und dann sagt dir der Arzt, ja, du bist im Referenzbereich, das passt schon, ist alles gut. Das ist so wie bei den Rauchern, die ihr Leben lang rauchen, gehen zum Lungenarzt und sagen, alles gut. Ja, genau, ungefähr so. So kann man sich das alles vorstellen. gut sein. Ja. Ne? Vor allem, weil der Referenzbereich auch in den Laboren, das ist ja der Durchschnitt aller Männer, die in diesem Labor Bluttest abgeben. Das heißt, du wirst mit einem 70-Jährigen, mit einem 80-Jährigen und so weiter in einen Korb zusammengeschmissen und dann wird daraus der Durchschnitt gebildet, wo man dann sagt, wenn ein gesunder 20-Jähriger kommt, Mitte 20, dann wird er halt mit denen in einen Topf geschmissen. Und dann sagt man ihm, okay, passt schon. Dann haben wir Testosteron, wir haben Feminismus, dann haben wir grundsätzlich, dass der Staat an sich, die Staatsquote wird immer größer, also der Staat hat immer mehr Einfluss auf unser Privatleben, die Steuern steigen, also die Inflation steigt und so weiter und so fort. Das Leben wird teurer, ne? Genau, das Leben wird teurer. Ja. Und dadurch, aber der Testopreis bleibt gleich. Der wird sogar niedriger. Ja, das ist geil. Gott sei Dank. Der ist gesichert von der Inflation. Genau, und dadurch, dass der Mann von heute, also wenn der Papa da ist, dann ist der Papa eigentlich gar nicht anwesend. So, weil er die ganze Zeit arbeiten muss. Wenn er nach Hause kommt, hat er auch keinen Bock, trinkt ein Bierchen, geht schlafen. Und wir haben, wie gesagt, einen Boom der alleinerziehenden Mütter. Dann schaut man sich die Kindergärten an, die Schulen, ja, 80-90% der Lehrkräfte und der Kindergärtnerbetreuer sind nun mal weiblicher Natur und so wird der Mann einfach nach der Sichtweise der Frau erzogen. Ja, und dann kommt er auf die Welt und versucht dann vielleicht eine Frau zu umgarnen, sie für sich zu begeistern, aber es klappt halt nicht, weil da fehlt eben diese kernige Männlichkeit, dieses schamlose Misskerrlichkeit, sage ich immer. Ne? Das haben sie halt nicht drauf, weil sie es halt nicht beigebracht bekommen haben. Wie denn auch, wenn die ganze Erziehung, die ersten 18, 19, 20 Jahre von Seiten der Frau stattgefunden hat. Also ist der Feminismus eigentlich in der Gesellschaft komplett verbreitet, kann man ja fast sagen, oder? Weil es werden ja die Kinder schon so erzogen, dass es den Frauen recht gemacht wird. Absolut, Mann. Also wir leben auf jeden Fall in einem Gynozentrismus. Also Gynozentrismus ist, wenn das gesamte Denken der Gesellschaft nach dem weiblichen Imperativ bemessen wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel etwas sage, dann ist es toxisch männlich. Ja, heutzutage ist ja gefühlt alles toxisch männlich. Generell, ich sage halt auch, Alter, wenn du heutzutage nicht als toxisch männlich betitelt wurdest, dann bist du halt einfach auch nicht der Kerl. Dann bist du einfach auch dann fehlt dir eben das kernige Maskuline. Ja? Weil selbst wenn du heutzutage ein ganz normaler Kerl bist, cool mit sich selber, cool mit den Frauen, cool mit der Welt, ja, dann haust du mal einen schamlosen Spruch raus, dann heißt es immer wieder irgendwo von Seite, toxisch männlich. Ja, aber ist das vielleicht eher nur so in den sozialen Medien und im realen Leben ist das vielleicht gar nicht so vorhanden? Also ich habe 12 Jahre an der Tür gearbeitet und ich komme aus einer Studentenstadt. Und da waren schon sehr viele linksgrün angehauchte Studenten und Studentinnen und da merkst du es auch schon. Grün. Das merkst du dann schon. Also es ist schon sehr tief. Okay, es ist schon sehr tief, ja. Ich habe mir jetzt mal die Tage Gedanken gemacht beim Training. Und zwar ist mir der Gedanke gekommen bezüglich Frauen, die sich eben über die Dominanz der Männer aufregen und dann aber eben in eine gleichgeschlechtliche Beziehung gehen, aber dann genau diesen Part erfüllen, indem sie eben selbst dominant sind und sich wie Männer kleiden und auch wie Männer verhalten. Erklär mir das mal bitte, weil ich habe da ein bisschen einen Knopf im Hirn. Ja, weil, guck mal, es gibt das Gesetz der Polarität. Also es gibt ja die hermetischen Gesetze, das sind so die Gesetze des Universums, ja, die laufen immer.
Ja, ob du willst oder nicht, die laufen parallel. Und entweder bist du dir derer bewusst und agierst im Einklang mit denen, oder du lässt sie halt einfach an dir vorbeilaufen und dann bist du halt gefühlt ein Spielball im Leben. So. Und es gibt das Gesetz der Polarität, dass alles eben im Leben 2 Pole hat. Es gibt das männliche Pol und das weibliche Pol, alles. Ja? Das gab es einmal. Nein, das ist immer noch Ist in der noch Natur. immer? Es ist das Gesetz, also es ist unbeschriebenes Gesetz des Ich will dir nur Universums. eines sagen. Wenn das links grüne angehauchte sehen dieses Video, die mit er, sie, es und mit was für Pronomen daherkommen. Ich glaube, die klicken gar nicht die drauf, wenn werden sie dich uns beide steinigen. sehen. Das kann auch sein. Ich glaube, die labeln uns von vornherein, die interessiert es gar nicht, was wir sagen, weil guck mal, wie wir aussehen. Ja. Ja, Mann, das war cool. Okay. Sehr gut. Zu männlich. Nee, wir sind zu toxisch einfach. Wir sind zu toxisch. Die würden da gar nicht draufklicken, da würden die Augen brennen. Da kann nur Müll rauskommen. Ne? Genau, die labeln uns so und das ist ja das Tolle am heutigen Zeitalter. Die meisten Menschen überspringen den Schritt mit dem Denken und Urteilen. Die sehen jemanden, der passt in irgendeine Schublade, die sie zuvor im Kopf konstruiert haben und dann labeln sie ihn als misogyn, als Antifeminist, als weiß ich nicht was. Und das ist ja toll, weil dann muss ich mich nicht mehr mit seinen Argumenten auseinandersetzen. Ja, muss ich nicht mehr denken. Ja, ich habe geurteilt, passt. Das ist wie beim Arzt. Ja, Diagnose, passt, so, tschüss. So, hier, verschrieben, Tabletten. Gibt halt keine Ursachenforschung. Und der Feminismus von früher ist anders als der Feminismus von heute. Ja, wie gesagt, früher wollten sie die gleichen Rechte wieder machen, heute wollen sie besser sein als der Mann. Also, und das funktioniert halt nicht, weil das Gesetz der Polarität besagt, alles hat sowohl einen weiblichen als auch einen männlichen Pol. Und das ist ja das Tolle. Warum sind wir die dominanteste Spezies auf diesem Planeten? Natürlich, wir haben freien Willen, im Unterschied zu den anderen Säugetieren, aber wir ergänzen uns halt perfekt, Mann und Frau, wenn der Mann in seiner Stärke ist und die Frau in ihrer weiblichen Stärke, weil sowohl Männlichkeit als auch Weiblichkeit ist die eigene Superkraft. Ja. Frau, Intuition, Empathie, Kommunikationsskills, psychologische Weitsicht, sie können die Sachen im Detail auseinandernehmen. Die Männer, die physische Stärke, ja, die schöpferischen Kräfte und so weiter und so fort. Wenn das im Einklang funktioniert, dann ist es ein unzerbrechliches Band. Ja. Und das ist das, was sie nicht verstehen. Und selbst, wie gesagt, bei gleichgeschlechtlichen Ehen ist es immer noch so, damit es funktioniert, muss es jemanden geben, der den männlichen Part übernimmt und der andere den weiblichen Part. Ja, oder der. Ich habe mal gelesen, um eine Gesellschaft zu zerstören, musst du die Familie zerstören. Absolut, und das ist ja das, was passiert. Ja. Ich meine, mein Freund, guck mal, alleine, wenn du jetzt in die Geschichte guckst, die Kriegsstrategie war seit jeher, ich töte alle Männer und versklave die Frauen und Kinder. Oder vergewaltige sie. Genau, richtig. Ja. Aber was passiert denn heute? Die Männlichkeit wird getötet. Wir befinden uns aktuell in einem hybriden Krieg, den sieht eigentlich keiner. Ja. Weil er so latent abläuft. Ja? Die hormonelle Schiene des Mannes wird zerstört, ihm wird eingeredet, es ist gut, wenn du so zahm bist, wenn du funktionierendes Rädchen bist, ach ja, du hast Depression, hier hast du Antidepressiva. Da wird gar nicht auf die Ursachen eingegangen. So, was passiert mit den Frauen? Den Frauen wird verkauft, es ist normal, dich freizügig zu präsentieren. Dass du als öffentliches Gebrauchsgut dich der Außenwelt darstellst. So, was passiert mit den Kindern? Die Kinder sind seit klein auf in den Städten oder in den staatliche Obhut, Kindergarten und so weiter und so fort. Ich meine, guck dir mal alleine. Indoktriniert werden sie. Genau, richtig. Ja. Die Indoktrination findet seit klein auf statt. Ja. Es passiert heute auch. Ja, und deswegen ist halt so mein Ansatz, wenn du Männer fixst, dann fixst du auch die Beziehungen. Dann werden die Beziehungen auch stabiler. Wenn die Beziehungen stabiler werden, ist der Nachwuchs qualitativer, weil die Kinder wachsen auf und sehen, okay, cool, da ist ein cooler männlicher Part, da ist ein super weiblicher Part und ich fühle mich geliebt und ich fühle mich ergänzt. Und wenn die Familie dann stark ist, dann ist die Gesellschaft an sich stärker. Und eine Gesellschaft, die stark ist, die braucht halt weniger Staat. Die braucht weniger Bevormundung, weil es eben genug starke Männer gibt, die die Gesellschaft tragen. Ich meine, wenn du jetzt in die Geschichte guckst,
die ganzen Stämme, wie haben wir denn vorher funktioniert, die 100.000 Jahre vorher in der Entwicklung? Da waren immer Männer, die was Führung übernommen haben. Die Männer haben erbaut und die Frauen haben das stabilisiert, weil Frauen sind so das Soziale, weil guck mal, der Mann kauft Haus, Frau macht daraus ein Zuhause. So, der Mann kauft Lebensmittel, die Frau macht daraus eine Mahlzeit. Der Mann gibt Sperma, die Frau zaubert daraus ein neues Leben. So. Verstehst du? Das ist so immer, es ist eine perfekte Symbiose. Wir sind so perfekt füreinander bestimmt. Und dieses Denken, dass wir eben perfekt füreinander sind, wird halt zunehmend zerstört, weil eben diese Wokeness, ja, die pflanzt in die Köpfe der Menschen rein. Ja, du kannst alles sein, was du willst. Ja, du willst eine Bratpfanne sein, okay, let's go. Ja, musst einfach nur sagen. Ja. Ich habe ja auch mittlerweile Videos gesehen, wo andere Männer, die in Hundekostümen sind, abrichten, so Hunderolle und ja, sei es drum. da müssen wir weit ausholen. Also, ne? wenn wir in den Kaninchenbau steigen, kommen wir da gar nicht mehr raus. Das wird ein 5-Stunden-Podcast. Ja, genau, richtig. Aber im Endeffekt, man dreht sich ja im Kreis. Ja. Oder? Ist es nicht so? Als Individuum, denke ich, sollte jeder für sich selbst erkennen, okay, entweder schwimme ich mit oder ich mache es für mich selber, was für mich gut ist. Absolut. Und dafür braucht es halt erstmal innere Stärke. Weil wir Menschen sind ja von vornherein soziale Säugetiere. Wir brauchen diese soziale Zugehörigkeit. Aber innere Stärke, aber jetzt gibt es Menschen, die vielleicht nicht diese innere Stärke haben, aber dann kommst du nämlich ins Spiel. Genau, richtig. Ja? Also das ist dann mein Part. Viele wollen stark sein, wissen aber nicht wie. Richtig. Kommen dann zu dir und wie läuft das dann ab? Und wie ist euer erstes Date? Er ist ein 10 von 10. Ist wirklich geisteskrank, der Typ. Jetzt muss ich ihm die Eier zusammenzwicken. Hey, Danke. der hat was vor. Das ist jetzt wirklich die letzte Power, was ich auspacke. Aber jetzt muss ich Schlag kämpfen. Okay, jetzt nochmal einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich glaube, den haben wir beide. Ja, dann haben wir beide. Na, Süße, Nachtisch. Jetzt gibt's das her, Baby. Es gibt's Dessert, Baby. Also bei mir läuft es dann folgendermaßen ab. Also ich zeige den Männern, also bei mir ist mein Mentoring folgendermaßen aufgebaut. Ich habe mit ihnen zuerst einmal 10 1:1 Calls. Also die jeweils so eine Dreiviertelstunde, Stunde dauern. Und dort fangen wir ganz am Anfang an. Weil, So Videocalls oder? ja, genau, Videocalls über Zoom. Genau. Ja. Weil wenn du jetzt beispielsweise das Individuum an sich anschaust, die meisten wissen gar nicht, wer sie sind. Die sind 1/3 Eltern, die sind, also die Konditionierung der Eltern, die sind 1/3 Konditionierung der Gesellschaft und zu 1/3 sind sie die Medien. Das heißt, ich schaue erstmal ihre Urkonditionierung an. Ich beleuchte die Beziehung der Eltern. Wie haben sie die Beziehung wahrgenommen? Was ist gut am Papa? Was ist schlecht am Papa? So. Ja. Dann beleuchte ich mit denen ihre vergangenen Beziehungen. Ich zeige ihnen, was da jetzt schiefgelaufen ist. Viele Männer tun sich auch beispielsweise schwer, eine neue Liebe zu finden, weil sie immer noch der einen Frau hinterherhängen, die sie mal so unfassbar stark geliebt haben. Das beleuchten wir halt auch. Wir versuchen das zu verarbeiten. Also wir verarbeiten ihre Vergangenheit zuallererst, weil deine Persönlichkeit ist die Summe deiner Glaubenssätze. Und Glaubenssätze sind die Dinge, wie du die Welt wahrnimmst. Und ich arbeite an den Glaubenssätzen. Und allein nach diesen 10 One-on-Ones ist dadurch, dass wir dann eine andere Perspektive auf die Sachen werfen, ist dann die Persönlichkeit natürlich auch ganz andere, weil sie die Dinge nicht mehr so eindimensional sehen, sondern die haben verschiedene Perspektiven beleuchtet bekommen. Und dann gibt es bei mir noch jede Woche Gruppencalls mit anderen Männern, wo wir dann verschiedene Themen aufgreifen. Ich habe auch beispielsweise jetzt einen Geschäftspartner, mit dem machen wir das Ganze. Er erklärt zum Beispiel die Jungs, wie der Weg so zur finanziellen Freiheit ist. Genau, also er gibt ihnen so, was man dafür benötigt. Und genau, nachdem diese 10 One-on-Ones vorbei sind, schalte ich ihnen eine Videothek frei von mir, die ich selbst abgedreht habe. Es sind 60 Videos an der Zahl. Und in diesen 60 Videos erkläre ich ihnen, ja, wie der Mann eigentlich ist. Also was macht einen Mann aus? Was sind so die männlichen Werte? Was ist die Männlichkeit? Was ist Weiblichkeit? Wie ticken Frauen? Wie ticken Männer? Ich erkläre ihnen das Dating-Geschehen. Ja, wie läuft es im Dating ab?
Ich erkläre ihnen, wie sie ihr Unterbewusstsein programmieren können, auf Erfolg, dass sie nicht mehr so diese Jammerlappenstimme in sich folgen. Ja. Und zu dem Ganzen gibt es parallel noch das Fitness-Coaching, weil ich finde, in einem stabilen Körper, beziehungsweise im gesunden Körper ist ein gesunder Geist. Und die körperlichen Erfolge, die erreichst du viel schneller als die geistigen Erfolge. Und wenn man da, wie gesagt, zweigleisig fährt, dann bleibt man viel eher am Ball, weil das eine befeuert das andere. Und so bringe ich die Maschinerie bei denen zum Laufen. Und nach 3 bis 4 Monaten sind die meisten dann wirklich schon so Selbstläufer. Also ich habe beispielsweise jetzt einen in seine erste Beziehung begleitet. Und der ist unfassbar glücklich und sie ist auch unfassbar glücklich. Und das macht mich so unfassbar glücklich. Weil ich mir denke, der macht alles richtig so. Weißt du? Und das Geile ist, es ist nicht so, dass ich ihm das vorgebe und sage, du musst das sagen. Ich sage ihm so, ich gebe ihm so ungefähr das Setting vor und die ersten paar Mal habe ich ihn einfach laufen lassen. Und jetzt hat er da richtig Spaß. Weil jetzt muss er sich nicht mehr verstecken. Jetzt steht er zu seiner Seele, also seine Persönlichkeit. Weil diese ganzen Schichten, weil Persönlichkeitsentwicklung heißt, Schicht für Schicht entfernen, entwickeln. Ja, genau. Jetzt hat er seinen Kern gefunden, weil wir diese ganzen Schichten, die ihm auferlegt wurden, von Medien, von der Gesellschaft, von den Eltern, haben wir abgelegt. Jetzt weiß er, wer er tief im Inneren ist. Und damit ist er cool. Und damit ist er auch ein cooler Kerl. Und das nehmen die Frauen auch wahr. Dass da ein Kerl da draußen ist, der ist cool mit sich selber, cool mit den Frauen, hat Spaß am Leben. Ja. Und das spüren die Frauen. Ja, man glaubt es ja gar nicht. Man muss ja heute mal in der Frauenwelt generell mal klarkommen. Ne? Auch die Frauenwelt hat sich ja komplett verändert. Brutal. Die wollen ja nicht mehr das, was sie vielleicht vor 20 Jahren wollten. Ich bin jetzt 43, wenn ich zurückdenke, wie ich 23 war, waren die Frauen ja ganz anders. Jetzt ist ja eine ganz neue Generation. Wie sind die Frauen heute? Man muss halt auch jetzt hier in Erwägung ziehen, dass die Frauen halt auch konditioniert sind. Ja, die Frauen sagen auch nur das, was sie mitbekommen und mitkriegen. Und wenn ich mir jetzt so wenn ich mich jetzt so in eine Frau reinfühle und einfach mal so den Datingmarkt auschecke, hätte ich selbst keinen Bock auf den durchschnittlichen Mann von heute, sage ich dir ehrlich. Deswegen mache ich ja auch den Scheiß, den ich mache, weil ich selber als Frau gar keinen Bock hätte auf den durchschnittlichen Mann. Und dementsprechend haben die Frauen da keine Referenzwerte. So. Wenn dann aber bei einer Frau, die jetzt beispielsweise sagt, Männer sind so, Männer sind dies, Männer sind jenes, dann kommt aber dieser James-Bond-Typ, der bei ihr alle Glocken zum Läuten bringt. Ja, den findet sie vom Aussehen her attraktiv, ja, die spürt seine Aura, die spürt wirklich so eine Anziehung zu ihm, weil sie denkt sich, boah, Alter, das ist mal ein Kerl der Kerle, so. Dann ist Feminismus ganz vergessen. Dann denkt sie so, Feminismus, schreibt man das mit V? So. Verstehst du? Dann interessiert sie das gar nicht, weil das sind alle Instinkte, Hormone und alles sind getriggert. Ihr Unterbewusstsein ist getriggert. Nicht mehr die bewusste Wahrnehmung, was sie sieht und was sie beigebracht bekommen hat, sondern ihr Unterbewusstsein ist getriggert. Und dann wird das getriggert, dass sie sagt, boah, der ist geil, ich muss mich an den binden. Ja, ich bin ja sowieso der Meinung, dass Feminismus eine Form von Radikalismus ist. Ja, 100%. Ist sehr radikal. Heutzutage ist es gefühlt alles irgendwas mit Muss. Ne? Ja. Alles mit. Jetzt bist du Mentalcoach. Ne? Wir wissen, du glaubst dich gerne. Ja. Beschäftigst dich mit der Welt und mit der Männlichkeit. Und ich habe dich damals gesehen in Köln bei Ring Life Combat, wo du unglücklich leider verloren hast. Aber du hast schon im Vorfeld Erfahrung sammeln können als Bärnackelkämpfer. Das weiß ich mittlerweile auch, dass du nicht ganz dich bist. Ja? Also du bist wirklich jemand, der was einfach auf die Fresse will und einfach ich will es einfach wissen. Ja? Jetzt harmoniert das auch, denke ich mal, so einfach das Bild eines Mannes. Ja? Ich bin ein Mann, ich weiß, wie sich ein Mann verhält, ich repräsentiere die Männlichkeit. Das läuft relativ gut, denke ich, bei dir. Ich habe so das Gefühl zumindest, ich fühle mich wohl bei dir. Danke, das sehr kann ein bisschen verschwommen. Also du hast alles bisher richtig gemacht. Wie ist es jetzt, Bärnackel? So richtig auf die 12. Hey, Na? wie geht's? Gut. Und dir? Auch gut.
Aber jetzt will ich einfach mal wissen, wie ist es mit der blanken Faust jemand auf die Fresse zu hauen und zu kassieren? Tu das jetzt nicht beschönigen. Nee, also ich finde das geil. Ja? Also ich finde das geil. Mir macht das unfassbar Spaß. Es ist für mich so auch, also warum ist für mich Bärnackel attraktiv? Weil ich bin so ein Fan von dieser Gladiatorenzeit, von dieser Urmännlichkeit, ja, wo die sich gekloppt haben, Mann gegen Mann in einem Kolosseum. Und das kommt für mich so an Rohheit am nächsten dran. Natürlich gibt es King of the Streets und alles, aber das ist für mich dann schon zu heftig. Ja, oder? das hat dann nichts mehr mit Sport zu tun. Ich möchte immer noch das Ganze sportlich behalten, so. Und ich sag mal, anderen weh zu tun oder beziehungsweise es macht mir nur Spaß, mit anderen zu kloppen, der besser ist als ich. Ich brauche diesen Kick. Ich bin so ein kleiner Adrenalin-Junkie. Ja, ich brauche diesen Kick. Wenn ich weiß, der Gegner ist viel besser als ich und bisher waren alle meine Gegner besser als ich, die hatten alle mehr Erfahrung, weil ich habe 2,5 Jahre Boxen jetzt Background in Summe. Die hatten alle mehr Erfahrung und ich brauche diesen Kick. Ich brauche dieses Gefühl, fuck, ich gehe da rein und das ist ein absolutes Biest. Und eigentlich denke ich da gar nicht dran, wie ich ihn schlage, sondern ich versuche da jetzt einfach mal so standzuhalten, weißt? Ja. Und das Gefühl, natürlich die zu treffen, muss ich dir ehrlich sagen, ich habe jetzt bisher 4 Kämpfe. Ich habe da jetzt noch nicht so die Wahrnehmung dafür entwickelt, sage ich, dass ich sage, boah, wie fühlt sich das an, wenn ich einen anderen treffe? Aber so. du hast doch bei Gromda auch gekämpft. Das ist jetzt nicht irgendeine Bärnackel. Ja, aber Gromda hatte ich Todesangst. Ich weiß gar nicht, Hattest du was... Angst? Also Gromda, Alter, Gromda. Na, ich meine, jetzt, was führt dich zu Gromda mit 2 Jahren Boxen? Ja, wo ich Gromda gegangen bin, da habe ich ja 1 Jahr geboxt. 1 Jahr. Ja, und ein du Jahr gehst zu geboxt. Gromda. Ja, das war ich bin da zufällig gelandet. Für die Leute, damit mal die Leute verstehen, was Gromda überhaupt ist. Ja, das ist ja in Polen, soweit ich weiß. Genau, richtig. Eine polnische Bärnackel-Liga, wo wirklich heftige Jungs mitkämpfen. Absolut. Voll Psychopathen, Ja. so wie wir, aber die sind noch ein anderes Ja, Level. die sind krass und Ja, das die ist können das auch gut krasseste boxen, Regelwerk. ne? Das ist das krasseste Regelwerk dort. Weil? Dort gibt es keine Punktrichter. Dort gibt es nur einen Ringrichter und dort gibt es nur K.O. Und dort gibt es 5 Runden. Jeder Kampf ist 5 Runden. Okay. Und die 5. Runde ist Open End, bis einer fällt. Also dort gehst du entweder K.O. oder wird Handtuch geschmissen. Das hab ich gar nicht Ja, das habe ich auch vor Ort erst erfahren. Die hätten mich ja mal haben wollen, Okay. und zwar gegen den mit dem Bart, mit der Narbe. Ah, der Scarface. Das Scarface. Und der Der wäre ein bisschen zu stabil gewesen. der ist krass. Ja. Also Scarface ist krass. Ja, Den habe ich kennenlernen dürfen. Ja. Ja, cooler Typ, oder? Ja, also super. Aber, ey, wir haben mit ihm so ein paar Sätze ausgetauscht, weil ich habe mich eigentlich auf den vorbereitet, weil ich dachte, so mit Gewichtsklasse würde es passen. Dann habe ich aber vor Ort erfahren, es gibt auf einmal keine Gewichtsklassen. Ja, wie gesagt, meine Dummheit und Arroganz und Ignoranz damals hat mich davor bewahrt, da nicht mitzumachen. Ja. Also, aber hätte ich vorher auch ein Gromda-Turnier auch nur im Ansatz angeschaut oder einen Kampf, habe ich ja nicht gemacht. Ich habe das einfach ausgeblendet. Ich dachte, ich habe dann irgendwie nach meinem ersten Kampf einen Manager bekommen, der hat mir gesagt, ja, hast du Bock bei Gromda zu kämpfen? Ich habe mir so ein paar Ausschnitte angeschaut, da habe ich gesagt, okay, ja, so, ich war da voll in meinem Ego-Film, weißt du, weil erster Kampf gewonnen, nach 3 Monaten Vorbereitung, ich habe mich wieder King gefühlt. Und dann dachte ich mir so, ja, weißt du, das sind so ein paar große Klopper, die machen so ein paar Schwinger. Ja. Und je näher die Fightcard präsentiert wurde, dachte ich mir, okay, der ist Boxtrainer, der ist hier Profiboxer, der ist das. Und dann sitze ich so da und erfahre auch noch, dass es keine Gewichtsklassen gibt. Ich habe mich ja vorher gar nicht informiert. Gibt es dort auch keine, oder wie? Es gibt keine Gewichtsklassen und du wirst ausgelost. Vor Ort habe ich dann erfahren, dass ich eben mit diesem Solniak gezogen wurde und der war vorher aber gar nicht auf der Ihr Fightcard zieht präsent. euch selber oder die Kämpfer von Polen, die ziehen? Wir sitzen so im Backstage, Aha. dann kommt der Veranstalter von Gromda und einen Tag vorm Kampf erfährst du deinen Gegner. Also du kannst dich auch vorher gar nicht vorbereiten. Ach. Also also ich bin am Dienstag angereist, Dienstag war Blutbild, Mittwoch war Shooting und Donnerstag war dann die Veranstaltung, wo dann die Gegner bekannt gegeben werden und alle Kämpfer sitzen im Backstage-Bereich und der Veranstalter kommt, zieht dann die Kämpfer und dann wurde ich eben gegen einen Profiboxer gezogen
Und ja, also Profiboxer, Profi-MMA, Kickboxer, er hat schon 5, 6 Bärnackelkämpfe oder so gehabt zu dem damaligen Ja, Zeitpunkt. das war eine absolute Schlacht, ne? Ja, und für mich war das der zweite Kampf überhaupt und zum ersten Mal überhaupt im Ring. Ich bin ja davor nicht im Ring gestanden. Ich habe ist das davor, krank. mein erster Kampf war im Oktagon und meine Vorbereitung war im Fitnessstudio. So zwischen den Geräten. Wir haben so Geräte auseinandergeschoben, nach Push- und Pull-Training, haben ein bisschen Fratzen gemacht. Und ich hatte da Todesangst. Ich habe geweint. Ich habe halbe Stunde vor dem Kampf habe ich noch geweint. So, ne? Und dann kommt mein Trainer so, ja komm, wir müssen uns aufwärmen. Ich will schon was so die Tränen. Das waren die Freudentränen. Da wärme ich mich auf und ich sag's dir, ich wollte an dem Tag wirklich gefühlt 20 Mal nach Hause fahren, weil ich so Todesangst hatte. Ne? Du kämpfst jetzt bei deinem zweiten Kampf jetzt gegen so einen Profi, hast knapp ein Jahr jetzt Boxen, bisschen was gemacht. Denkst du ja, Alter, ich bin da echt rausgegangen. Mein letzter Gedanke war so, ja, es gibt schlimmere Arten zu sterben. So bin ich da einfach rausgegangen. Da dachte ich mir, komm, scheiß drauf. Du hast dann so Wenn's richtig kommt, wie es kommt. eine Fetzerei abgeliefert. Ja, ich bin dann einfach auf ihn drauf, weil ich dachte mir, du kämpfst gegen einen Profiboxer, was willst du jetzt mit ihm boxen? Ja. Schläge einfach mit ihm. Ne? Ja. Ich bin deswegen einfach drauf, bam, bam, Holzfäller, alles mögliche. Ich wollte ihn einfach überfahren, mit einem Lucky Punch irgendwie landen, aber der hat mich dann komplett Der war das anscheinend schon gewohnt. Ne? Ja, klar, ist klar. Dann ist nämlich was Geiles passiert und das feiert dich extrem. Du hast dann in die Kamera gesagt, Mama, hey, ist alles gut. Ne? Ja, das war wirklich geil, wo ich mir gedacht habe, der sieht aus, wie wenn er gerade vom Lastwagen überfahren worden wäre. Hey Mama, alles gut, alles chillig. Wie ist das Verhältnis zur Mama, wie steht die zu Bärnackel? Die hat natürlich immer Todesangst. Die hat immer Todesangst und sagt, ja, musst du es machen. Ja. Aber mittlerweile vertraut sie mir. Also was heißt mittlerweile? Sie weiß, dass ich jetzt nichts mache, was mir wirklich jetzt so schaden würde, sondern sie lässt mich einfach so ich sein. Ne? Und natürlich macht sich Sorgen und die schaut jetzt aber auch nicht die Kämpfe an. Ich schaue dann die Kämpfe mit ihr gemeinsam an, wenn ich nach Hause komme, dann zeige ich ihr, guck mal, weil mir geht's gut. Ja. Und ja, Okay. genau, also ist da alles entspannt. Krass. Wie geht es jetzt weiter in Zukunft? Die Zukunft, wie ist die geplant? Also ich habe mich jetzt bei Ringlife beworben, weil, genau, ich war bei der ersten Ringlife-Veranstaltung letztes Jahr und jetzt wäre die nächste am 4.7. Okay. Und da habe ich mich jetzt beworben, habe jetzt Edmond geschrieben, yo, ich habe Bock, gib mir einfach jemanden zwischen 85 bis 90 Kilo. Ich will jetzt auch eine Gewichtsklasse runtergehen, weil ich immer im Schwergewicht geboxt habe. Und ja, der hat gesagt, er wird mich jetzt mal berücksichtigen bei der Fightcard. Ich warte jetzt dann auf die Zusage und dann hoffentlich kämpfe ich dann am 4.7. Und dann sage ich dir ehrlich, kein Plan. Also ich kämpfe jetzt und meistens sage ich dann immer, ist mein letzter Kampf, habe ich keinen Bock, wofür die Scheiße. So. Dann lebe ich so einen Monat normal und dann kommt wieder so der Killer in mir, so dieses Biest, ne? Das so ein bisschen wieder nach raus muss. Gewalt so ein bisschen durstet. Ja, Ne? ganz genau. Dann denke ich mir, okay, ja, jetzt können wir wieder kloppen. Ja? Also deswegen will ich da jetzt nicht sagen, aber einen Kampf muss ich definitiv noch machen und das muss eine Schlacht werden. Er gibt Leber nicht mehr her. Ja, Ja, was will ich anders? Schieß dein Herz. Weil ich habe meinen ersten Kampf gewonnen, zweiten Kampf habe ich bei Gromda, wurde ich kaputtgeschlagen
Im dritten Kampf habe ich in England habe ich irgendwie einen Titelkampf bekommen, frag mich nicht warum. Okay. Habe ich mein rechtes Knie kaputt gemacht, auch leider verloren. Und beim vierten Kampf habe ich nach 40 Sekunden habe ich mein linkes Knie kaputt gemacht, Was auch los wieder mit verloren. den Knie? Keine Ahnung. Zu viel Krafttraining? Wahrscheinlich auch zu viel Überlastung. Bei England war es zum Beispiel auch, ich hatte mit Gewichtsproblemen zu kämpfen, habe dann noch einen radikalen Cut hingelegt am Wiegetag und Waage war dann noch am Kampftag und das eine führte zum anderen. Und ich glaube, bei Ring Life war das aufgrund von der Überbelastung, weil mein rechtes Knie war noch nicht ganz ausgeheilt. Deswegen war da Überkompensation auf das linke Knie. Ja, Ja, genau. Und so will ich jetzt auch nicht gehen, weil ich will jetzt auf jeden Fall noch eine fette Klopperei liefern, einfach Spaß haben, ich will rausgehen, mich kloppen. Das Schlimmste wäre für mich, wenn ich oder eher innerhalb von den ersten paar Sekunden K.O. gehen. Ich will schon einen richtigen Gegner und ich will einen Gegner, wo ich halt Angst habe. Ne? Also ich will, beziehungsweise was heißt Angst? Respekt. Ich will Respekt vor dem Gegner haben. Ich will nicht rausgehen und sagen, der hat jetzt nicht so einen stabilen Background, den hau ich weg. Das wäre für mich langweilig. Dafür bereite ich mich nicht vor. Okay. Ich bereite mich vor für eine Schlacht. Ich will auch die Schlacht bekommen und ich gehe da nicht rein für einen Rundenkampf. Das macht keinen Spaß für mich. Ja. Ernsthafte Verletzungen so im Gesicht, schon was gehabt? Nach dem ersten Kampf, weil, wie gesagt, es ist bei mir so, also bei meinem ersten Kampf hatte ich gar keine Deckung. Ja, also ich habe alles mit meinem Gesicht geblockt. Mein Gesicht war so angeschwollen nach dem ersten Kampf, ich kann dir dann gerne mal die Bilder schicken, kannst mal einblenden. Meine Face-ID hat mich 3 Tage nicht erkannt, weil mein Gesicht so angeschwollen war. Ja, und davon habe ich, weil ich einfach gefühlt alles mit meinem Kiefer gefressen habe, habe ich eine Kiefersperre bekommen. Und dann habe ich, 2-3 Monate habe ich nur maximal 1 Zentimeter mein Kiefer aufbekommen können. Und dann hatte ich hier so einen kleinen Augenhöhlenbruch, war aber jetzt nicht wild. Und ein bisschen die Fäuste halt abgeschlagen, aber nichts Besonderes. Also auch nach Gromda war nichts. Nach Gromda sah ich halt wieder auch aus am nächsten Tag wie so der Oger aus Herr der Ringe. Ja. So. Aber wir waren dann auch wieder in Warschau am nächsten Tag und das war auch alles cool. Okay. Ich habe es mitgekriegt beim Sparring heute. Du bist einer, du gehst nach vor. Du willst dich wirklich prügeln. Ich will das einfach wissen. Ja. Ne? Und es macht mir tatsächlich auch Spaß, diese Schläge zu bekommen. Und bei Bärnackel ist es voll geil, weil wenn du so einen Schlag bei Bärnackel kriegst, dann schmeckst du dieses Blut, dieses Eisen. Ja. Dann merkst du auch, wie da die Stelle sofort anschwillt. Und dann hast du diese Erschütterung im Gehirn. Und das ist für mich so ein Hormoncocktail, der da ausgelöst wird, wo ich mir denke, boah, geil, gib mir mehr. Ich habe gesagt, geh zu einer Domina. Wäre wahrscheinlich besser. Ja, coole Aktion auf alle Fälle. Ich bin am 10. Mai bei Vendetta, 26. April bei Bärnackel, bei KFC. Wäre das auch mal was für dich, dass du sagst, wenn jetzt der nächste Bärnackelkampf erfolgreich abgeschlossen wird, dass du sagst, okay, vielleicht wirklich nochmal internationale Bühne? Also ich würde mich schon so als Rampensau betiteln, also ich mag große Bühnen. Ich würde da jetzt nicht Nein sagen, also hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Würdest du nochmal Gromda gehen? Gromda würde ich auch gehen, muss ich aber nochmal überlegen. Also Gromda ist ja so ein Ding, ne? Ich hatte da wirklich Todesangst. Das ist für mich so ein Trauma. Das ist wie wenn du einen Unfall baust mit dem Auto. Ja? Du baust einen Unfall mit dem Auto und du musst an der Stelle immer wieder vorbeifahren. Ey, ich schwöre dir, ich habe 1 Jahr nach Gromda habe ich erstmal die Turniere anschauen können, ohne so ein Bauchgefühl. Weil das mich so traumatisiert hat. Ja? Aber ja, Gromda würde ich tatsächlich wieder in Erwägung ziehen, weil ich da wüsste, weil ich da 100% weiß, bei Gromda, wenn ich bei Gromda hingehe, habe ich 100% jemanden, der genauso wie ich ist. So, also von der Mentalität. Und zwar, der hat genauso das Bestreben, reinzugehen. Und entweder er oder ich. Da gibt es jetzt nicht irgendwie, dass man sich jetzt 3 Minuten austestet, guckt, wo sind seine Fehler. Da trifft man sich in der Mitte, so hier, dann kloppt man sich, bis einer fällt. So, das ist Gromda. Ja. Und da weiß ich, dass das dort sowas gibt. Also deswegen, alleine aufgrund dessen, würde ich schon da gerne noch mal hin. Also Boxring ist ja auch nicht recht groß. Bitte? Der Boxring ist ja auch nicht recht groß. Nee, überhaupt nicht. Ja. Ne? So, das ist ein Kasten mit Gummiringel, wo es auf die Fresse gibt. Brutal.
Irgendein gewisses oder bestimmtes Thema, wo du sagst, das will ich unbedingt ansprechen. Ja, also wenn ich schon die Möglichkeit habe, jetzt auch jeder, der diesen Podcast guckt, ist Kampfsportler natürlich oder irgendwie mit diesem Sport in Verbindung. Leute, wenn ihr schon eure Kampffähigkeiten entwickelt, euren Körper trainiert, alles drum und dran, dann vergesst eure Rübe nicht. Das ist viel, viel wichtiger. Viel, viel wichtiger, weil ich begegne oftmals so fragilen Egos. Ja, die haben, also sowohl beim Bodybuilding, beim Kampfsport ist es nicht so schlimm, ja, weil die Menschen sind aufgrund dieser Kampfart einfach demütiger. Ja, die sind freundlicher, sind herzlicher, weniger losgelöst vom Ego. Aber gleichzeitig, wenn dann so die Widrigkeiten im privaten Leben kommen, dann brechen sie zusammen. Ja, Freundin macht Schluss und so weiter und so fort. Und das ist das, was man halt nicht vernachlässigen soll. Also bitte Leute, wenn ihr gut in etwas seid, dann ruht euch da nicht aus. Weil es kann sein, dass irgendwas passiert und die Säule, auf der du die ganze Zeit dein Dasein aufbaust, oh, ich bin jetzt der krasse Kämpfer, ich bin jetzt der krasse das, wenn die Säule auseinanderbricht, weil du dir, keine Ahnung, so wie ich beispielsweise, Kein Plan B, ne? Knie, ja, dann hast du keine Säule, die auch dich auffängt. Und deswegen bitte, Persönlichkeitsentwicklung, A und O. Ich will damit jetzt nicht sagen, ja, kommt alle zu mir, sondern liest einfach vernünftige Bücher. Ja? Dein Kind in dir muss Heimat finden. Empfehlung an jedem. Männlichkeit leben, Weiblichkeit leben. Diese Bücher lesen. Stoizismus, befasst euch damit. Das kleine Handbuch des Stoizismus gibt es auf Spotify, kann man gratis anhören. Befasst euch mit diesen Dingen, weil, wie gesagt, wir sind in einer Zeit, wo ich sage, die schlechten Zeiten müssen jetzt gute Männer formen. Die müssen gute Männer hervorbringen. Sind jetzt schlechte Zeiten, glaubst du? Ich glaube, sie sind noch immer zu gut. Ja, kommt darauf an, wie man es betrachtet und wo man natürlich sich aufhält. Aber wenn du jetzt alleine so den Entwicklungsstand des Mannes betrachtest und generell auch die Scheidungsstatistiken, die alleinerziehenden Mütter, alleinerziehende Väter, wenn du die alle in Summe nimmst. Ja, das hat eben damit zu tun, weil es uns so gut geht. Ne? Ja, jeder ist heute auf sich alleine gestellt, ich brauche keinen Mann mehr, die Frau. Aber wer leidet darunter? Die Kinder. Naja, natürlich die Kinder. Verstehst du? Und ich sag halt, jeder sollte so das Bestreben haben, wenn er auf dieser Welt ist, ich will die Welt besser hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Und das fängt immer bei einem selber an. So. Das fängt bei dir daheim an. Hinterlasse das Zimmer, wo du reingekommen bist, besser als du reingegangen bist. Apropos Männlichkeit. Du hast, soweit ich informiert bin, auch ein Buch geschrieben. Genau. Also das will ich auf jeden Fall noch besprechen. Und zwar geht es um... Also ich habe 3 Bücher geschrieben, die jetzt dann bald Ich habe einen Autor. Bärnackelkämpfer, Mentalcoach und Autor. Sowas habe ich überhaupt nicht gehabt. Weder das eine noch das andere. Ja, das ist so, wie gesagt, ich versuche mich in vielen Bereichen eine Expertise zu holen. Und mein erstes Buch, also ich habe zur Corona-Zeit das Buch geschrieben. Jetzt ist mittlerweile 3 Teile draus geworden. Welches Buch? Genau, damals war es generell über Männlichkeit. Okay. Genau, und jetzt prinzipiell Männlichkeit. Genau. Ja, okay. In Bezug auf Testosteron. Ich habe dort Studien herangezogen, den Männern gezeigt oder dem Leser versucht aufzuzeigen, dass die einzige Lösung der Medizin auf diesen Testosteronverfall des Mannes ist es, den Referenzbereich einfach herabzusetzen. Ja. Und das, was heute normal ist, war halt vor 40 Jahren Testosterondefizit. So. Und das sind so die Tricks der Pharmamedizin. Okay. Der Big Pharma. Und genau, also jetzt ist halt so 3 Teile draus geworden, und zwar die verlorene Männlichkeit. Dort sage ich halt, wie die gesellschaftliche Entwicklung früher war. Beispielsweise früher
musste man sich die Männlichkeit verdienen. Es gab Initiationsrituale. Ja? Wenn du, der bekannteste Initiationsritual ist beispielsweise bei dem Film 300. Dort wird ja der kleine Junge ausgesetzt und muss sich dann in der Wildnis behaupten. Genau, der muss sich durchkämpfen. Genau, ne? richtig. Und was sind heute beispielsweise die Initiationsrituale? Ja, du bist 18, volljährig, wow. Du bist eigentlich nur ein erwachsenes Kind. So, mehr bist du nicht. Aber du hast Das kommt aber auch darauf an, auf welchen Kulturkreisen Absolut. Aber ich rede ne? jetzt grundsätzlich so von der Norm. Genau, von dem Ja. verweichlichten Europa rede ich jetzt mal. Also von den europäischen Ländern wie Ja. Schweden, Dänemark, Deutschland, Österreich, Schweiz, kannst du auch Österreich, dazu genau. rechnen. Und die Männlichkeit musste damals verdient werden. Heutzutage muss man sie nicht mehr verdienen. Heute reicht ein gutes Gehalt, ein Heute nettes reicht Auto einfach- und ein Haus oder Wohnung. Fertig, dann bist du Mann. Du bist ein Mann. Ne? Ja, dann Das sagen wurde sie, uns sie, aber auch Mann. früher so erklärt. Du musst arbeiten gehen, du musst Geld verdienen, du musst ein Auto haben und ein Haus oder eine Wohnung. Dann bist du ein Mann. Ja, Das aber wurde das uns so beigebracht. Ne? Das funktioniert halt nicht, weil all die Dinge, die du jetzt beispielsweise auch aufgezählt hast, sie sind ja äußere. Ja, Aber die innere Welt ist immer noch die eines Kleinkindes. Und deswegen war es damals meiner Meinung nach, die stärksten Völker waren die ihre Männer initiiert haben. Und bei den Initiationsritualen war seit jeher immer so, Jungs werden von Männern initiiert. ja. Das heißt, wenn wir beispielsweise unsere Jungs nehmen, wir gehen mit ihnen in die Berge, wir lassen sie untereinander Sparring machen, wir gehen mit ihnen 20 Kilometer Berg hoch, dann gehen wir Eisbaden, ja, die verdienen sich, weil alles, was mit Schmerz zu tun hat, das schafft Bewusstsein. Man sollte Schmerz nicht meiden, man sollte den Schmerz stellen, weil Schmerz formt Bewusstsein. Und das ist das, was den Jungen damals beigebracht wurde. Weswegen sie dann auch, wenn sie dann beispielsweise den Widrigkeiten, privaten Widrigkeiten begegnet sind, dann waren sie cool, dann waren sie entspannt, dann waren sie in sich, dann waren sie wirklich der Fels in der Brandung. Und mein zweites Buch ist eben über Testosteron, wo ich das aufkläre, wie es so um Testosteron des Mannes steht, wie man das optimieren kann. Sehr interessant. Das was hört sich so, sehr interessant an. was so die Risiken sind. Gibt's das wenn man irgendwo zu kaufen? Ja, ich kann es dir rumschicken, weil aktuell, ich versuche jetzt, das dritte Buch ist über Training und Ernährung. Also dort erkläre ich, also wenn diesen Guide jemand liest, das sind 40 Seiten, ganz entspannt, kann jeder sich selber einen Trainings- und Ernährungsplan schreiben. So, wer gerade Bock hat. Dort erkläre ich alles, wie das Ganze zu laufen hat. Also mache ich eigentlich die ganze Arbeit von meisten Personal Trainern eigentlich. Ist das noch notwendig heute, glaubst du, mit ChatGPT, mit KI? Ja, schon. Ja? Schon. Weil einfach die Selbsterfahrung da ist, ne? Die Selbsterfahrung ist da und ChatGPT ist auch nicht immer, also ChatGPT sagt auch immer so, was der aktuelle Trend ist, so bei Men's Health oder so. Ne? Und genau, und ich versuche jetzt diese 3 Bücher zu bündeln und mit meinem Geschäftspartner, der dann auch noch seinen Teil dazu beiträgt, wollen wir daraus das ultimative Männerbuch machen. Und damit wollen wir das Ganze an die Öffentlichkeit gehen und wir wollen das verkaufen für, also auch natürlich so zur Kundengewinnung nutzen, ja, das Buch. Ja. Und wir wollen das Buch für 4-5 Euro verkaufen, sowas. Und So ein Taschenbuch, ne? ja, Wie's wir wollen früher das war, so. als digital, als E-Book, weil es Okay, einfach okay. bequemer ist. Ja, gut. Und die ganzen Einnahmen wollen wir dann wahrscheinlich spenden. Ja, Okay. Genau. Also was heißt wahrscheinlich, wir wollen das dann spenden. Okay. Genau. Ne? Das war's, ja. Das ist so die Idee. Aber wie gesagt, du kannst von mir die ganzen Bücher haben, kannst du mal durchlesen. Aber Wäre aktuell, sehr, sehr interessant. aber ja. aktuell, wie gesagt, ich habe da jetzt noch nicht so, wo ich sage, okay, da kann man Link posten, kann man raushauen. Okay. Was für mich nämlich sehr interessant ist eben dieses Thema Testosteron. Ich sehe auch immer wieder jetzt auf Instagram, komischerweise zeigt es mir Werbungen an von Ärzten, die Testosteron Empfehlen. anbieten und sogar empfehlen. Das wird mittlerweile salonfähig. Mittlerweile wird es immer mehr salonfähig, ja. Für die Frauen das Botox und das Lippenaufspritzen, für die Männer das Testosteron. Ne? Ja, und- Wäre das nicht was, so ein eigener Testo-Shop, wo die Männer kommen können, ärztlich verschriebenes Testosteron ballern? Kann man mal überlegen, ist beispielsweise in Amerika gang und gäbe. In Amerika hast du Testosteronersatzkliniken Na, siehst du. wie so Tankstellen. Ne? Ja. Gehst rein, knallst dir eine Dosis Testo, HGH, alles drin, fährst weiter. Ne? Alles entspannt. Gibt es noch per Drive-In? Genau, Drive-In. So kurz mal die Schulter hinhalten. Und wie gesagt, nur eben, insbesondere eben diese europäischen Länder, die haben halt eher so einen Stock im Arsch. Weil sie eben so auch wirklich auch verweiblicht wurden. Aber parallel dazu muss man halt auch mal gucken, einer kleinen Frau, heranwachsenden Frau, wird bereits die Pille verschrieben. Das ist auch ein enormer Angriff in ihren
Hormonaushalt, der ihr signalisiert den permanenten Schwangerschaftszustand. Das ist auch nicht so gut für dich. Aber der Mann, der an Testosterondefizit leidet, der wird dann Antidepressiva, Viagra und so weiter verschrieben. Ja, ein Schelm, wer dabei Böses vermutet, wer da vielleicht eine gewisse Strategie sieht, der da vielleicht irgendein Muster erkennt, dass das eine gewollt ist und das andere nicht so. Sehr interessantes Thema. Ich glaube, da müssen wir dann nächstes Mal weiter Ja, wir werden das auf jeden Fall Wenn wiederholen. ich dann zu Wir haben dir eine Ehre. komme, dann hauen wir bist dich immer noch mal willkommen. auf die Fresse. Küss dein Herz. Danke dir. Ich deins auch. Hab mich auf jeden Fall gefreut, dass du da warst. Es war mir eine Ehre, du bist Ja. super Kerl. Also auch wo wir uns gesehen haben, ich merke, du bist einfach real und das feiere ich. Du bist einfach ein Kerl. Danke dir, Du danke. bist sehr aufmerksam, sehr gastfreundlich. Es ist mir eine Ehre, da zu sein, Ja, wirklich. super. Schön, dass du da warst. Danke euch fürs Zuschauen, liebe Leute. Und ja, schreibt hier mal in die Kommentare, was ihr über das ganze Thema denkt. Testosteron und natürlich auch Feminismus und das Thema Bärnackel. Kranker Psycho. Danke, mein Lieber. Okay. Hat mich gefreut. Ich habe zu danken. Dankeschön. So, macht's da mal einen Blitzer oder denkst du, oh, jetzt ist irgendwas gebrochen oder irgendwas? Nee, ich denke mir gar nichts. Ja? Ich denke mir, ich krieg dann eine von ihm und denke mir, boah, Alter, geil. So, der Hund hat was drauf, jetzt kriegst du es aber nochmal so. Ja, ja, auf den Punkt muss der kicken. Ja. Ja, Aber da geht mir ehrlich gesagt nicht so viel im Kopf vor. okay. Ich bin da super entspannt, ich bin da komplett kalt. Ja. Ich mache mir da keine Gedanken. Ich will reingehen, einfach Spaß haben, weißt du? Mein Vorteil ist halt ja, ich bin halt schon sehr motiviert. Ne? Aber du weißt es vielleicht selber, je motivierter du wirst, umso ruhiger wirst du. Ja, genau. Und das ist nicht immer gut. Ja. Man braucht auch mal ein bisschen diesen Ja,